Hallo zusammen! Habt ihr auch einen Berg Stoffreste zu Hause? Zu klein, als dass ihr sie noch für Patchwork verwenden könnt, zu schön, als dass ihr sie wegschmeißen möchtet? Aus diesen Stoffstücken arbeite ich gerne Applikationen. Wie ich die Stoffstücke für Applikationen vorbereite, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere Stoffstücke möchten wir zunächst einmal aufbügeln, und zwar auf ein beidseitig klebendes Vlies. Dazu gibt es zum einen Fliesofix, eine ganz feine Gewebeunterlage, beidseitig mit einem Kleber versehen, und das Ganze ist aufgesetzt auf ein Trägerpapier. Die Alternative zu Fliesofix ist Wonder Under. Wir haben das gleiche Prinzip. Wonder Under arbeitet nur mit einem anderen Kleber. Da muss man schauen, was man da am liebsten verwenden möchte. Ich habe meine Stoffstücke quer und bunt nach jeder Arbeit einfach in eine Tasche gesteckt. Das heißt, ich habe hier ein großes farbliches Durcheinander. Ich möchte meine Stoffstücke jetzt nicht einfach irgendwie auf mein Fliesofix aufbügeln, sondern ich möchte Farbfamilien bilden, so wie ich sie später dann auch gut für meine Applikationen verwenden kann. Wenn ihr aus diesem Gewimmel die passenden Farben heraussuchen möchtet, nehmt euch eine weiße Unterlage. Eine weiße Unterlage hilft uns, unser Stoffstück genau zu betrachten, die Farbe genau wahrzunehmen. Ihr könnt weiß, schwarz oder grau nehmen. Alle anderen Farben beeinflussen die Wirkung von unserem Stoffstück. Was auch immer wir jetzt hier zulegen. Unser Auge nimmt unser Ursprungsstoffstück farblich immer ein bisschen anders wahr. Und nur wenn wir uns das Stoffstück einzeln anschauen, dann sehen wir tatsächlich, wie diese Farbe denn ist. Welche Farben möchte ich denn nun aus meinem ganzen Chaos dazu nehmen? Um es mir da ein bisschen einfacher zu machen, nehme ich ein Farbrad. Unser Farbrad besteht aus einem Farbkreis, der in 12 Farben unterteilt ist. Wir haben Grundfarben, Rot, Gelb und Blau, und wir haben gemischte Farben. Wenn wir Gelb und Blau mischen, erhalten wir Grün. Wenn wir Rot und Blau mischen, erhalten wir Violett. Mischen wir Rot und Gelb, erhalten wir Orange. Mischen wir jetzt unsere neuen Farben, unser Orange mit Rot, erhalten wir ein Rot-Orange. Oder bei unserem Gelb mit Orange erhalten wir ein Gelb-Orange und so weiter. Unser Farbrad hilft uns, Stoffkombinationen zu wählen, die für unser Auge angenehm sind. Jede Farbe hat eine Gegenfarbe. Wenn wir unser Blau nehmen, wäre die Gegenfarbe Orange, gebildet aus Rot und Gelb. Stellt euch eine große blaue Wand vor. Stellt euch vor, ihr steht davor oder macht das mal, schaut ganz intensiv auf einen Blauton. Und wenn ihr dann die Augen schließt, dann projiziert euer geistiges Auge den Farbton Orange. Das Auge ist bemüht, einen Gegenpol, einen Ruhepol, eine Mitte zu finden. Wenn wir das Ganze bei Rot machen, erhalten wir ein Grün, die Mischung aus Blau und Gelb, und wiederholen wir das Ganze mit dem Gelbton, erzeugt unser Auge einen Violettton, die Mischung aus Blau und Rot. Wenn wir die Stoffe für unsere Applikationen kombinieren möchten, dann versuchen wir ein möglichst harmonisches Bild aufzubauen. Wir suchen Farben, die sich miteinander vertragen. Wenn ich nun bei meinem Blau anfange und ich ziehe die Linie einfach gerade runter, erhalte ich Orange, die Komplementärfarbe von Blau. Blau mische ich Rot und Gelb, erhalte ich Orange. Ich habe also in den beiden Farben wieder alle Grundfarben vertreten. Wenn wir uns das praktisch anschauen und wir nehmen ein blaues Stoffstück und wir legen ein orangefarbenes Stoffstück oben auf, dann verstärkt sich die Farbwirkung. Wenn wir nun unser blaues Stoffstück nehmen und wir nehmen Farbtöne, die in unserem Farbkreis direkt daneben liegen, dann verlaufen die Farben ein bisschen ineinander über. Wir bekommen ein sehr ruhiges Bild. Mit dem Prinzip arbeiten wir bei unserem Farbkreis. Wir bleiben mal bei unserem Blau. Wir stellen auf unserem Farbrad einmal Blau ein und bekommen hier nun verschiedene Angebote. Wenn wir die Mitte von unserem Farbrad anschauen, haben wir 2 unterschiedliche Dreiecke und 2 unterschiedliche Quadrate eingezeichnet. Der Strich, das wissen wir schon, der zeigt uns die Komplementärfarbe an. An unserem Farbkreis
in dem schmalen Dreieck bekommen wir 2 Angebote an Farbspektren, die sehr gut mit unserem Blau harmonieren. Und wir erhalten eine mögliche Kombination, die für unsere Applikationen gut funktionieren würde. Wir könnten unserem großen Dreieck folgen. Wir starten wieder mit unserem Blau. Wir könnten ein helles Gelb mit einem leichten Grünstich sogar verwenden. Und wir könnten einen rosa Farbton verwenden. Und die Kombination, die wir gebildet hätten, würde folgendermaßen aussehen. Bei unseren Stoffen ist es noch ein bisschen schwieriger. Wir haben hier Farbharmonien, die wunderbar passen, aber wir haben auch Stoffarten, die von ihrem Aufbau und von ihrer Struktur sehr unterschiedlich sind. Hier haben wir einen etwas dünneren, durchgefärbten Stoff, kein Batik, aber doch ein durchgefärbter Stoff. Und hier haben wir einen bedruckten Stoff. Ein bisschen dicker von der Qualität her. Auch da müssen wir überlegen, ob wir das Ganze kombinieren möchten, ob wir solche Stoffe zusammensetzen möchten. Wenn ich dann Stoffe gefunden habe, die mir sehr gut gefallen, Stoffpaare, die ich sehr mag, bleiben mal einfach bei diesem Beispiel, dann können wir hingehen und können diese Stoffe schon zusammen auf unser Flisofix aufbügeln. Auch diese super kleinen Ecken können wir gut gebrauchen. Wir legen das Ganze einmal aus, bügeln die Stoffe ein bisschen auf. Dabei ist egal, ob wir die jetzt ein bisschen stretchen oder nicht, weil wir sie ja auf unser Flisofix oder unser Wonder Under aufbügeln. So vorbereitet bügeln wir unsere Stoffe einmal auf. Wir legen ein Papier oben auf unser Flisofix oder Wonder Under. Ich habe jetzt hier ein Backpapier genommen. Ihr könnt Butterbrotpapier nehmen. Ihr könnt ein altes Papier vom Flisofix verwenden. Hauptsache, ihr bügelt nicht mit eurem Bügeleisen auf dem Flisofix. Wir halten das Ganze 5 bis 8 Sekunden auf einer Stelle. Unser Bügeleisen ist ohne Dampf eingestellt. Und wir bügeln einmal unsere Stoffe auf. Das Ganze lassen wir jetzt eben abkühlen, damit wir, wenn wir unser Backpapier abziehen, nicht unser Flisofix mit zerreißen. Denn da, wo jetzt nur Backpapier ist, können wir immer noch ein bisschen Stoff aufsetzen. Auf diese Weise entstehen aus unseren Mini-Stoffresten Farbkarten, die wir so direkt weiterverarbeiten können. Wir können sie sorglos aufeinanderlegen, weil wir immer unser Trägerpapier zwischen den einzelnen Schichten haben. Und bei der nächsten Idee, die wir zum Thema Applikation haben, brauchen wir nur die entsprechende Farbkarte aus unserem Vorrat ziehen und wir können direkt loslegen. Mich würde jetzt noch interessieren, wie ihr diese Methode der Aufbewahrung von kleinen Stoffresten findet. Kommt die für euch in Frage oder welche Lösung habt ihr für euch da gefunden? Jetzt, wo wir unsere Karten schon mal fertig haben, geht es hier in der nächsten Woche mit Applikationen weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und auch mitmacht. Wenn ihr mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, so als positive Rückmeldung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.